Hi Leute, willkommen zu Drang gebaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um den Labwaffenbau und ab und zu schon mal andere Sachen. In diesem Video, beziehungsweise werden wahrscheinlich wieder mehrere Teile, will ich mich mal an so einer, ich sag jetzt mal Wolfsmaske versuchen. Ich wollte eigentlich so einen Hirsch machen, aber ich muss ehrlich sagen, gefällt mir nicht ganz so. Kann man auch mal machen, aber ich habe da so ein paar Sachen gefunden, aber scheint momentan irgendwie im Trend zu sein, also mache ich lieber eine Wolfsmaske. Jetzt bin ich nur am Überlegen. Das ist ja nicht mehr so einfach. Ich habe da jetzt schon ein paar Versuche angefangen. Das machen wir jetzt im ersten Teil. Jetzt werde ich erstmal versuchen, dass ich da was Brauchbares zusammenkriege. Allein die Schablone, das ist schon eine ziemliche Herausforderung. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Wie gesagt, ich will das mal versuchen. Das weiß ich nicht, vielleicht werden doch zwei Versionen, das eine wie eine Maske ist und die andere mehr wie so ein Helm, ne? Also quasi wie so ein Wolfsschädel, nur halt so quasi so das obere Teil ohne den Unterkiefer. Mal gucken, was draus wird. Vielleicht baue ich auch uns einen Helm damit, mit so einem Wolfsschädel, das wäre ja auch nicht schlecht, aber da muss ich den größer für hinkriegen, da muss ich erstmal ausprobieren. Und wenn wir das hinkriegen, kann man vielleicht auch mal, ich hatte mal für einen Freund versprochen, dass ich dem mal einen Drachenhelm baue, vielleicht werde ich das auch uns machen. Dann nehmen wir das jetzt mit dem Wolfsschädel, nehmen wir einfach mal als Übungsobjekt. Mal gucken, sowas wollte ich schon immer mal gemacht haben. Ist, glaube ich, auch das Schwierigste, finde ich, was ich bisher gemacht habe. Auch für den Schablonen, also für eine normale Waffe machen, ist das meistens relativ leicht. Aber ich muss sagen, das ist schon ein bisschen anspruchsvoller, weil halt das anders geklebt werden muss. Aber das seht ihr ja dann gleich. So, dann genug gequatscht. Bleibt dran. Wir sehen uns. Dann gucken wir uns das ganze Elend jetzt mal an. Wie gesagt, so den Schädel. Den will ich natürlich dann größer, weil im Kopf passt das Ding leider ja nicht drauf. Aber, wie gesagt, ich habe da mal schon mal ein paar Schablonen gemacht. Ja, ich hatte dann mir mal ein paar Sachen angeguckt. Jetzt bin ich am Überlegen, ob das alles funktioniert. Jetzt haben wir ja hier quasi das Nasenteil. Jetzt habe ich mir so überlegt, wir machen das einfach erstmal mittig und wir brauchen das ja nachher nur zu spiegeln. Da hatte ich am Anfang, hatte ich hier auch nur so eine Gerade gemacht. Das kriegst du dann aber mit dieser Wölbung dann irgendwie nicht hin. Jetzt habe ich aus 10er Matte, ich hatte noch ein paar Reststücke, das ist jetzt erstmal, wie gesagt, ich will jetzt erstmal probieren. Das wäre dann quasi nur die Nase, so bis hier ungefähr. Und dann so bis hier. Und das Teil hier, also quasi nur das, ohne das Teil. Das würde ich dann noch separat dann machen. Da muss ich erstmal gucken und dann halt vorne noch mit den Zähnen und so was. Da bin ich am Überlegen, das Teil wird ein bisschen größer. Jetzt bin ich auch hingegangen, habe dann so, wie ihr seht, hier so eine Wölbung reingeschnitten. Ne? Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das am besten zusammenklebe. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das gerade klebe, weil hier ja noch so eine Kante ist, oder ob ich das so schräg kleben soll. Wahrscheinlich ist das schräg wahrscheinlich besser. Da muss ich mal gucken. Das ist die erste Version. Also noch nicht fertig, aber der Anfang. Das wird dann so quasi der Basis und der Rest muss ich dann jetzt gucken, wie ich das hinkriege. So, dann bin ich hingegangen, habe von einem Bild, habe ich mir sowas gemacht. Das wird dann quasi mehr oder weniger dann so für die Augen so eine Maske wahrscheinlich werden. Aber da muss ich jetzt gucken. Wie ihr seht, ne, die ist schon ein bisschen kleiner. Das ist halt mehr so nur eine Gesichtsmaske. Vielleicht auch ein bisschen zu klein. Aber wie gesagt, das kann man ja dann später größer machen. Da muss ich mal gucken, ob das hinhaut. Das weiß ich auch noch nicht. So, dann habe ich hier ein paar Sachen schon mal ausprobiert gehabt. Und zwar dachte ich, naja, dadurch, dass ja hier das Teil so ein bisschen runter geht, ein Dreieck. Aber wie ihr seht, das sieht schon mal kacke aus. Also das funktioniert schon mal nicht. Vorher hatte ich nur einen Schnitt gemacht, das geht dann schon ein bisschen besser. Ja, dann kann man das schon eher. Ist aber nicht das Optimal. Also das könnt ihr schon mal vergessen, das funktioniert nicht. So, jetzt habe ich dasselbe Teil. Hier habe ich jetzt nur einen Schnitt reingemacht. Allerdings ist das jetzt so rum. Aber das ist Pott wie Deckel. Erst hat den Schnitt gemacht. Das Problem ist, macht dann Schnitt, geht es zwar. Aber ihr habt dann halt hier dieses Ding. Das sieht irgendwie auch kacke aus. Dann habe ich mir überlegt, wir machen das einfach, was ich schon öfters gemacht habe.
beim Schneiden hier der Innenseite einfach links und rechts so ein Dreieck raus. Dann kann man das hier, gut, hier die Stelle ist immer noch kacke, aber das ist halt, weil ich das ja schon eingeschnitten habe, dann kann man das hier so ein bisschen die Schräge reinmachen. Also das hat mir schon ein bisschen besser gefallen. Ja, natürlich muss man dann noch ein bisschen gucken, vielleicht, dass ich da doch noch ein bisschen mit dem Heißluftföhn dann warm machen muss und das dann in der richtigen Form biegen. So wie man das mit der Eva Zote halt macht. Aber ich will halt gucken, dass ich möglichst wenig Teile habe. Da bin ich echt am Überlegen. So, dann würde ich sagen, wir probieren das mal alles aus. Bei den Teilen hier, da muss ich auch ins gucken, wo ich anfange zu kleben. Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, wir nehmen auch uns eine ganz neue Cutterklinge, weil die eine hier, die scheint mir auch schon wieder ein bisschen stumpf geworden zu sein. Wie ihr seht, momentan nehme ich wieder lieber neue Cutterklingen. Irgendwie hat der Cutter hier hinten auch sein Ding nicht mehr dran. Ja, doch, ist noch. So. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wo wir das Ganze einschneiden. Da würde ich nämlich sagen, dass man quasi, gucken, Kugelschreiber, dass man dann irgendwie, ja, der Kugelschreiber will nicht so ganz, doch, dass man hier so quasi eine Linie machen. Bei dem hier weiß ich noch nicht, wie ich es mache, obwohl man hier ja eigentlich irgendwie auch eine Linie machen könnte. Vielleicht so. Das ist vorne, da könnte man eigentlich von der Nase. Kann man das hier so runter machen. Allerdings müssen wir das hier vorne auch so ein bisschen runterkriegen. Also müsste man theoretisch, ich sag jetzt mal von hier, das soll ja hier das Teil werden. Dann müssten wir eigentlich das Ganze hier so einen Schnitt machen. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder kein Dreieck hier, aber das ist ja. Probieren wir einfach mal aus. Wir machen hier einfach so einen Schnitt quasi runter. Dann könnte man das vielleicht dann so runterklappen. Dann habe ich aber immer noch das Problem, dass das hier auch. Ja. Wie ihr seht, das ist ja nicht mehr so einfach. Da muss man sich so viel Gedanken machen. Ich hätte das nicht gedacht, dass das so kompliziert ist. Aber wir probieren das trotzdem einfach mal aus. Wenn wir das hier so knicken. Wir versuchen das einfach mal. Vielleicht klappt, vielleicht auch nicht. Wir probieren das einfach mal aus. Also mehr wie in die Hose gehen kann es ja nicht. So, machen wir einfach mal Hose gerade. Wie gesagt, das ist echt knifflig, so was zu machen. Das hatte ich nicht gedacht. Also das ist schon nicht ohne. So, die zwei Linien haben wir hier. Ob das alles so funktioniert, ich weiß es noch nicht. Wir machen das jetzt einfach hier mal auf die Schablone drauf. Nur so für den Fall, dass das funktionieren sollte. Wie gesagt, das ist, also ich weiß es nicht, das ist alles schon ziemlich knifflig. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, bei dem Teil ist natürlich, könnte man eigentlich hingehen. Schneiden das hier einfach ein bisschen ein. Dann können wir das nämlich hier so drauflegen. Gehen einfach mit dem Kugelschreiber durch. Na, seht ihr Leute, schon haben wir da die Linie. Das könnte funktionieren. Ja, da müssen wir uns jetzt langsam rantasten, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das so erhoffe.
das ist jetzt noch nicht so sicher, ne? Das wird noch ziemlich spannend werden. So. Jetzt muss man natürlich auch gucken. Das Ganze muss man natürlich dann so kleben, dass das alles auch funktioniert. Da bin ich eigentlich gespannt, ob das hinhaut. Mal schauen. Also wie gesagt, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das alles so klappt, wie ich mir das hier so vorstelle. Aber wir versuchen uns jetzt bei den zwei Sachen einfach mal ranzutasten. Und hoffen einfach, dass das irgendwie dann funktioniert. Wahrscheinlich muss ich dann noch ein paar Teile ja mehr machen. Aber das wird bestimmt funktionieren. Das ist so. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob man das jetzt schon kleben sollten oder später. Und dann ist noch die Frage, machen wir das so schräg oder gerade? Da bin ich auch noch nicht so ganz schlüssig. So eine Schräge wäre natürlich auch nicht schlecht. Dann haben wir nämlich schon so eine gewisse Grundschräge. Ich glaube, das machen wir auch. Wir machen jetzt hier einfach, schneiden hier so 45 Grad so eine Schräge rein. Deshalb habe ich nämlich auch die neue Cutterklinge genommen, in der Hoffnung, dass das hinhaut. Dann hoffen wir einfach mal, dass das, weil ich mir hier so austüftle, irgendwie funktioniert. Also wenigstens ansatzweise. So. Das wird natürlich ein bisschen spitz jetzt werden, aber das ist ja, wir probieren das einfach mal. So. Bei dem Teil muss man natürlich auch gucken, wie wir das am besten machen. Dann machen wir das dann auch rein. Dann muss man nicht ganz so viel aufpassen, weil das ist jetzt 10er Matte. Mal schauen. Da bin ich ganz gespannt. Wer weiß, was das gibt, wenn es fertig ist. Also gleichmäßig habe ich jetzt nicht geschnitten, aber wie gesagt, das ist jetzt erstmal zum Testen, ob das überhaupt irgendwie funktioniert. So, dann müssen wir die Teile, quasi jetzt hier auch nochmal, das kommt ja dann so. Dann müssen wir die Teile jetzt hier nochmal so eine Phase reinschneiden. Ich sag ja, also Leute, also nicht, dass ihr meint, ich weiß jetzt wirklich, was ich hier tue, ne? Also das ist heute extremst experimentell, das ist für mich auch relativ neu. Ja. Mal gucken, was draus wird. Also wenn das schon mit dem Kleben halbwegs funktioniert, da wäre ich schon glücklich. So, jetzt haben wir das quasi alles schon mal geschnitten. Ich werde jetzt erstmal die Teile kleben. Und die, also quasi hier die Schrägen, mal noch gucken. Ich glaube, am besten ist, wenn ich, glaube ich, hinten anfange. Das mache ich dann auch mit Pattex, weil das habe ich gemerkt, bei so Sachen ist Pattex dann doch die bessere Wahl. Wie Heißkleber. So, gucken, hoffentlich klebt das Zeug hier nach. Ja, sieht noch gut aus. Allzu viel braucht man ja nicht. Ja, das wird spannend. Wie gesagt, das ist mal wieder was Neues. Mal gucken. Vielleicht wird ja Brauchbares draus. Und wenn nicht, haben wir halt wieder neue Erfahrungen gesammelt. Ob jetzt gut oder schlecht, lassen wir doch abwarten, was rauskommt. Wie gesagt, kann natürlich auch sein, dass das Ganze ein bisschen zu klein jetzt erstmal wird. Dann muss ich die Schablone ein bisschen größer machen, aber schauen wir mal. Also wenn das schon mal irgendwie funktioniert, das wäre schon mal der Anfang schon mal gut. Da wäre ich schon total glücklich.
Vielleicht wird so was wie mit dem Zwergenhelm, dass das erst so mit der Zeit alles wird. Am Anfang sah der ja auch sehr bescheiden aus, sage ich mal. Sah ja auch aus wie so ein ganz einfacher, bescheidener Normannenhelm. Dass danach so was wie der Zwergenhelm draus wird, das hatte ich auch nicht gedacht. Vielleicht haben wir ja da dasselbe. Mal gucken. Wie gesagt, hier bei dem größeren, das wird natürlich dann, da werde ich dann ein paar Teile mehr wahrscheinlich dann machen müssen. Weil der ja auch größer wird. Wie gesagt, das mal gucken, wie es dann funktioniert. So, jetzt müssen wir das Ganze erstmal ein bisschen antrocknen lassen. So Leute, dann gucken wir uns das Ganze mal an und hoffen, dass das irgendwie jetzt funktioniert. Ob das alles so hinhaut. Mal gucken, vielleicht hat er jetzt ein bisschen knapper, obwohl mit der Kante, das ist vielleicht ja noch mal so schlecht. Da der Schädel ja hier auch so eine Furche hat. Mal gucken. Ist vielleicht ja noch mal so übel, dass das nicht ganz so ist. Ich hoffe mal, dass das irgendwie alles so klappt. Okay, das ist schon mal doch jetzt. Also mit der Rundung hier, das ist schon mal nicht schlecht. Das funktioniert schon mal ja nicht mal so schlecht. So vom. Ist noch nicht so perfekt, aber mal schauen, was draus wird. Aber so prinzipiell könnte das schon was werden. Jetzt haben wir hier natürlich noch das hier, aber das ist ja so gewollt. Also auf jeden Fall. So, dann müssten wir gucken. Dann hier vorne die Schnute dann machen. Mit den Dings, da können wir dann die Zähne dran. Das wird mit den Augen. Dann müssen wir das Ganze hier auch noch so ein bisschen klappen. Aber ich glaube, das lassen wir erst noch ein bisschen. Obwohl, nö, wisst ihr was? Wir machen das schon mal rein. In der Zwischenzeit können wir nämlich dann da weitermachen. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Also bisher habe ich das hier immer mit Heißkleber gemacht. Mal gucken, wie es mit Pattex funktioniert. Müsste ja eigentlich auch funktionieren. Denke ich mal. So. Also im Großen und Ganzen könnte das vielleicht klappen. Mal schauen. So, das lassen wir da mal trocknen. Jetzt gucken wir uns hier das Elend mal an. Ich glaube, da fangen wir irgendwie auch besser hinten an. Das scheint, wenn man hinten anfängt, scheint das irgendwie besser zu klappen wie vorne. Warum auch immer. Okay, hier habe ich ein bisschen sehr spitz geschnitten. Da wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich das Ganze bisschen anders, aber bis jetzt klappt das echt gut. Ist noch nicht so perfekt, aber mal schauen, was draus wird. So. Ja, das sieht auch schon mal nicht so schlecht aus, ne? Machen wir dasselbe hier auch mit. Jetzt weiß ich nicht, ob das natürlich nicht besser wäre. Na, wir lassen wirklich nur das Stück. Vielleicht hätte ich bei dem hier vielleicht auch nur das Stück machen müssen. Weil das vorne ja mehr oder weniger noch gerade ist. Aber wie gesagt, wir probieren einfach mal aus. Vielleicht können wir die eine ja, wenn die nichts wird, machen wir irgendwas anderes draus. Machen wir Dämonen oder irgendwie Kopf draus. Mal gucken. Irgendwas wird mir da schon zu einfallen. Mal schauen.
So, jetzt müssen wir das Ganze erstmal wieder antrocknen lassen. Aber so der Anfang finde ich. Also das hier von der Form her mit diesem Gewölbten, das gefällt mir schon mal ganz gut. Ja, also das kann man vielleicht noch ein bisschen was anderes machen, aber so im Großen und Ganzen bin ich eigentlich schon echt zufrieden damit. Das sieht ja nicht mal so schlecht aus. Hinten kommt dann noch dieser Kamm dann hinten noch drauf. Hier setzt man dann hier das Teil setzt man so aus Zehnermatte irgendwie drauf. Hier dieses, ich nenne es jetzt mal Dreieck. Ja, das hat wie so eine Schädelplatte. Das kann man dann ja noch so ein bisschen beimachen. Da muss ich mal gucken. Ne? Das wird echt spannend. Wie gesagt, das ist alles wieder Neuland in der Richtung. Da lerne ich jetzt selber beim Bauen, wie das funktioniert. Aber so im Großen und Ganzen könnte das schon klappen. Wie gesagt, das hier ist ein bisschen klein. Das kann man wahrscheinlich wirklich nur so als Gesichtsmaske benutzen. Da muss man mal gucken, wie ich das am besten mache. Da kommen natürlich noch andere Teile drauf. Das ist jetzt wirklich nur so der Grundbau mal wieder. Da muss ich mir dann wieder so ein bisschen Kopf machen, weil ich will das nicht mit Evazutal, sondern nur mit Waffenbaumatte. Da muss ich mir ein bisschen was anderes überlegen. Weil beim Evazote, da geht das ja auch noch so. Ich nenne es jetzt mal Modelliermasse. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Da kann man das dann natürlich auch noch ein bisschen mehr Konturen rein. Nur beim Schaumstoff hier werde ich dann wahrscheinlich dickeren und dünneren nehmen und dann wahrscheinlich mit Dremel oder mit dem Lötkolben das dann irgendwie gucken, dass ich das da reinkriege. Ob das alles funktioniert, mal schauen. Kann sein, dass ich auch hier und da noch ein bisschen was nacharbeiten muss, aber so vom Prinzip her sieht das schon ja nicht mal so schlecht aus. Also ich hatte mir das deutlich schlimmer vorgestellt. Ich hätte es noch ein bisschen länger trocknen lassen sollen. Also ich glaube, bevor das dann klebt, also zusammen macht, lasst es gut antrocknen. Ich war wahrscheinlich mal wieder wie immer zu schnell bei den Videos. Aber hier so mit den Teilen hat funktioniert. Wenn man das nicht so ganz bis auf unten auf die Kante runterschneidet, habt ihr hier schon eine Kante. Auf jeden Fall für hier vorne das Teil ist das schon mal nicht schlecht. Müssen wir nicht so ganz durchgehen, aber da kann man ja noch ein bisschen nacharbeiten. Und ab hier kommt dann so quasi hier diese Schädelplatte drauf. Da muss man uns gucken. Wie gesagt, das hier wird mehr so ein Helm werden. Und das ist schon am Trocknen. Das sieht gut aus. Mal gucken, ob das schon trocken genug ist. Das wird ein bisschen kniffliger. Müssen wir nämlich das Ganze hier ein bisschen noch, hätte ich vielleicht vorher noch schon mal so ein bisschen vorbiegen sollen. Da muss man wahrscheinlich auch wieder gucken, ob man das so richtig trocknen lässt, damit das danach auch gut zusammenhält. Das Ganze sieht ein bisschen jetzt eckig aus. Naja, müssen wir mal gucken, wie das nachher wird. Wichtigste ist jetzt erstmal, dass das alles so halbwegs die Form hat. Das müssen wir dann später mal gucken, wie wir das dann machen. Ja, ich würde mal sagen, das war schon fast ein bisschen zu viel. Obwohl, ne, das biegen wir dann wieder ein bisschen auseinander. Und dann werden wir dann wahrscheinlich, mache ich das dann mit dem Heißluftföhn. Wenn ich das dann in die richtige Form dann gucke, dass ich das irgendwie biege. Ich hoffe, das funktioniert. Wichtig ist erstmal, dass jetzt hier die Stellen halten. Dass das alles so seine Richtigkeit hat. Dann sehen wir noch ein bisschen nach. Irgendwie hat das jetzt so ein bisschen was von einem Raumschiff. Also ja, so ein bisschen spitz. Aber das kann man dann nachher, wenn wir das dann warm machen, kann man das wieder so ein bisschen auseinander biegen. Also soweit die Überlegung, ob das dann funktioniert, ist eine andere Sache. Aber wir versuchen das einfach mal. Momentan sieht das halt ein bisschen extrem spitz aus. Aber das kriegen wir alles hin. Das muss man alles vernünftig halten.
Ich würde auch sagen, das Ganze, wenn wir das gleich haben, lassen wir das erstmal gut antrocknen. Oder gut durchtrocknen. Damit, wenn ich dann hier das Ganze dann ein bisschen warm mache mit dem Heißluftföhn und dann was biege, damit man das dann nicht wieder auseinander geht. Das ist nämlich immer so ein bisschen, also bei Pateks lassen lieber ein bisschen länger trocknen, wenn ihr so Sachen zusammen machen wollt, das ist glaube ich besser. Momentan ist das Ding auch ein bisschen eng, aber wie gesagt, hier kommen ja noch Teile dran, beziehungsweise das ist ja eigentlich, das ist das hintere Teil, also quasi so ab hier. Dann müssen wir mal gucken, wie ich das dann nachher noch mache. Ja, das wird ein bisschen kniffliger. Mal gucken. Vielleicht nehme ich dann auch von dem hier quasi das. Ich da ein bisschen gucke, wie ich das am besten hinkriege. Theoretisch könnte man da doch hier drauf. Ne, das haut mit den Dings nicht hin. Ne, ich muss dann hier vorne ein bisschen gucken, dass ich hier quasi das Teil hier irgendwie hier noch so dran setze. Und dass das dann nachher so nach hinten dann hier mit dem hier dann so ist. Also ich sag ja, das will so viel Überlegerei. Mir qualmt schon wieder die Birne bei sowas. Aber wie gesagt, das ist ja das Schöne an der Bauerei, diese Tüftelei bei den Sachen. So, mal gucken, wie das hierbei aussieht. Hier haben wir ja nur so ein kleines Ding reingemacht, also so ein Teil nur. Vielleicht ist das besser wie mit dem kompletten. Das sind die Dinger rum. Das ist ja für das nächste Video. Ja, ich glaube, das sieht schon ein bisschen besser aus. Ist zwar ein bisschen eckiger, aber ich glaube, das hätte ich besser bei dem hier auch so machen sollen. Mit dem Teil. Ja, das sieht, wenn wir das jetzt noch hier so ein bisschen rüber machen, das sieht deutlich besser aus. Wie das spitze. Aber das müssen wir dann halt gucken, ob wir das über die Wärme noch mal ein bisschen wieder so auseinander quasi so kriegen. Und dann mal gucken, wie es dann aussieht. Aber ich glaube, das kriegen wir auch noch hin. Mal schauen. So prinzipiell müsste das aber alles funktionieren. Also das hier mit dem kurzen Stück, das hat besser funktioniert. Das gefällt mir echt schon deutlich besser. Aber ich glaube, für eine Gesichtsmaske ist das Ding auch ein bisschen klein. Das hätte ich wahrscheinlich ein bisschen größer machen sollen. Also ich glaube nicht, dass das aufs Gesicht drauf passen wird. Aber egal, das ist jetzt erstmal so ein bisschen Prototyp. Wir gucken jetzt einfach mal, dass das hier irgendwie funktioniert. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. So Leute, soll ich euch was sagen? Ich habe jetzt noch ein bisschen was rumgetüftelt. Ich habe mal noch ein paar Schablonen gemacht. Und werde mich jetzt... Ich hatte mich ja so ein bisschen an dem orientiert, aber ich muss ehrlich sagen, ich werde jetzt mal so ein bisschen Richtung Total Fantasy gehen. Ich habe jetzt noch mal 3 neue Schablonen gemacht. Das ist für den hier noch was. Das hier auch. Und das hier mache ich für beide, weil das oben am Kopf noch nicht groß genug ist. Wie gesagt, das Ganze wird jetzt ein bisschen Fantasy-lastiger. Mal gucken, was im Endeffekt bei rauskommt. Gut, hier ist noch ein Teil, da habe ich keine Schablone. Ich hatte mir erst überlegt, das warm zu machen, aber ich werde das jetzt einfach hier mit dem Teil, mit der Zehnermatte ein bisschen auseinander. Dann kommt das hier noch quasi an beide Seiten ran. Das Teil, das wird dann hier so ein bisschen, damit das ein bisschen noch besser aussieht. Mal gucken, wie das nachher funktioniert. Wird man wahrscheinlich nicht mehr sehen. Das wird doch mehr so zur Stabilisierung sein. Und dann habe ich hier so Teile, das wird dann quasi hier nochmal wie so eine Hornplatte oben drauf. Das mache ich dann bei beiden. Die habe ich gleich groß gemacht, da habe ich 4 Stück von. Da muss ich mal gucken, wie das nachher aussieht. Wie gesagt, ich habe da auch noch ein bisschen was bestellt. Da müssen wir mal gucken, wie das dann nachher wird. Das ist alles jetzt doch ein bisschen Fantasy-lastig, aber wisst ihr was, Leute? Ja, wir machen das jetzt einfach. Ich denke so, ja hier, das Ding, das kriegt so ja noch ein paar Hörner. Da bin ich noch am Überlegen. Mal gucken, was das nachher wird. Vielleicht wird es auch eine Dämonenmaske, keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach mal Bock, wir machen das jetzt einfach mal so.
So, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir das Ganze hier wieder so ein bisschen schräg schneiden. Ja, das hatte ich mir nämlich mal überlegt, damit das dann beim Kopf besser aufliegt, dass ich das hinten noch ein bisschen größer machen werde. Ich glaube, das Ganze, das mache ich jetzt gleich auch bei beiden Seiten. Keine Ahnung, ob das dann nachher alles so funktioniert, aber wie gesagt, ich werde das Ganze jetzt einfach mal eskalieren lassen. Und dann gucken wir am Ende mal, ob da was Brauchbares bei rumkommt. Ich habe jetzt keine Lust, da wieder so nach den Vorgaben, wie so ein Ding dann aussieht. Ich mache jetzt einfach mal drauf los. Und dann, wenn es dann ist, ich werde mich jetzt einfach mal an dem Zwergenhelm orientieren. Mal gucken, ob es nachher was wird, ist eine andere Sache, aber ich probiere das jetzt einfach mal. So, dann gucken wir uns das ganze Elend jetzt erstmal an. Beim Kleber müssen wir dann mal gucken. Ich glaube, dann machen wir das noch den Kugelschreiber mal. So, ich glaube, das lasse ich erstmal noch ein bisschen trocknen. Bei der Maske hatte ich mir auch jetzt überlegt. Ich hatte hier noch ein paar Teile hier von den Stücken hier übrig. Habe hier schon so ein paar Linien drauf gemacht, ein bisschen rumprobiert. Ich klebe die jetzt hier so ein bisschen schräg drauf und werde die dann damit auch verkleben. Mal schauen, ob das alles funktioniert. Ich sage ja, das wird alle beide hoch experimentell, aber das ist ja. Bei so Sachen, man hat immer so ein bisschen Belastung, kriegt immer gut trocknen lassen. Das ist das Wichtigste. Aber das wird echt nicht schlecht. Jetzt muss ich mir schon mal überlegen, wie ich dann hier die Schnute so ein bisschen mache. Mal schauen. Ich hoffe, dass das jetzt gut trocken ist. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, ob wir das irgendwie hier noch so zusammenkriegen. Ich sage ja, vielleicht müssten wir da doch noch so ein bisschen warm machen. Bin echt noch am Überlegen, ob das so funktioniert, aber ja, ich denke mal schon. Wir machen das jetzt einfach mal. Machen wir wieder ein paar Linien. Damit wir wissen, wie weit wir kleben müssen. Hey Kid. Das sind die Teile von denen hier, was ich da noch zerschnibbelt hatte. Ja. Also von denen hier, die Überreste. Ja, das könnte wirklich so ein bisschen was wie so ein Säbelzahntiger werden, wenn ich mir das hier so angucke. Ja. Mal gucken, was das wird. Mal schauen. Bin mir selber noch nicht so ganz sicher. Hier, das hat ein bisschen was von einem Helm. Das wird so ein bisschen Schädel. Ja, mal schauen. Wird auf jeden Fall spannend. Ja, von den Teilen weiß ich jetzt ja nicht, welche Seite, aber die müssten ja ungefähr gleich sein. Von daher müsste das eigentlich kein Problem sein. Vielleicht setze ich hier auch noch eine 6er oder 5er Platte drüber. Da wollen wir mal gucken, wie ich das am besten mache. Naja, also mit dem hier weiß ich noch nicht. Das ist noch nicht so das Optimale. Die hier, die lasse ich. Hier kommt ja dann zum Einstellen dran. Je nachdem kann sein, dass ich hier noch ein bisschen Schaumstoff reinmachen muss. Weiß ich noch nicht. Aber hier das Teil, ich glaube, da mache ich noch so eine 6er Matte drüber. Das sieht mir so ein bisschen zu groß aus. Also hier, und dann kann man vielleicht dann hier so noch so eine Art Hörner oder was da dran machen. Wie gesagt, das wird was ziemlich Fantasy-lastiges. Ich
Bin mir echt noch nicht so ganz sicher, was das wird. Auf jeden Fall wird es bestimmt lustig aussehen. Inzwischen machen wir dann auch noch ein bisschen weiter. Kommt dann auch noch der. Das wird dann hier für die Nase das Teil. Ja, mal schauen. Hier muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen was runter. Ich glaube, das wird wirklich so ein bisschen Richtung Säbelzahntiger irgendwas. Hier in den Augen macht man dann noch so aus 10er oder 6er Matte noch so ein paar Ringe, dass man das noch so ein bisschen. Mal schauen. Bei den anderen. Da müssen wir jetzt gucken, wie wir das hier am besten hinkriegen. Wir machen jetzt erstmal, dass wir erstmal aufhören. Sonst wird das Video ein bisschen lang, zumal ich mir erstmal noch so ein paar Überlegungen machen muss, wie ich das Ganze jetzt weiter aufbaue. Nur damit ihr mal so ein bisschen schon mal sehen könnt, wie das aussieht im Moment. Ne? Also das hier, da muss ich jetzt gucken. Das wäre dann so ein bisschen das kleinere. Wie gesagt, ich bin am Überlegen, ob ich hier noch ein Ding dran setze, dass das ein bisschen besser auf dem Kopf ist. Dann brauchen wir vielleicht hinten auch keine Bänder. Da muss ich mal ausprobieren. Wie gesagt, das ist jetzt nur so der Grundbau. Das hier ist das was Größere. Wie gesagt, ich bin jetzt am Überlegen, dass ich hier an der Stelle hier noch eine 6er oder 5er Platte draufklebe und dann noch Hörner. Vielleicht mache ich auch hinten noch ein bisschen was, obwohl, ne, das Ding mache ich hinten zum Fest. Das ist so groß genug. Das liegt am Kopf auch, da kann man vielleicht noch ein bisschen was. Ne? Dann kommen dann hier die Zähne dran. Vielleicht muss ich auch noch ein bisschen höher machen. Ich muss mal gucken. Vielleicht mache ich jetzt. Ich weiß noch nicht. Ja, obwohl so geht das eigentlich. Durch die Augen kann man hier ein bisschen gucken. Wie gesagt, ist jetzt nicht unbedingt so. Vielleicht, wenn man dann hier so ein bisschen Matratzenschaumstoff reinmacht. Mal jetzt gucken. Natürlich nicht so dick. Das ist jetzt ein bisschen sehr dick. Aber dann könnte man das eventuell auch so machen. Wie gesagt, ich muss mal gucken. Vielleicht setze ich auch hinten noch mal so Dinger dran. Ich finde dann eigentlich hier so mit der Form, das finde ich eigentlich ja noch mal schlecht. Vielleicht setze ich wirklich hier noch mal eins dran. Dann kann man das vernünftig auf den Kopf drauf. Und dann hier hinten dann irgendwie noch so mit so irgendwie, mit Klett oder irgendwas. Oder mit einer Schnalle und Lederriemen, dass man das dann noch ein bisschen einstellen kann. Auf den Kopf dann, dass das nicht rutscht. Und bei dem kleinen hier mal uns gucken. Also prinzipiell passt das schon ganz gut. Ja. Könnte aber vielleicht auch noch ein bisschen größer werden, dass das dann besser aufliegt. Wie gesagt, hier noch so ein bisschen runter, dass das wirklich mehr wie so ein Helm wird. Ja, und dann würde ich sagen, im nächsten Teil, dann fangen wir an, das Ganze dann zu gestalten. Wie gesagt, das wird echt interessant. Das hätte ein bisschen was hier von so einem Bösen, nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, die Zähne mache ich natürlich danach, die werden dann richtig gemacht, auch dicker, dass das so richtige Reißzähne werden. Hier unten kommen dann natürlich auch noch Zähne ran. Da muss ich jetzt gucken, wie ich das am besten mache. Da bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Also wenn ich dran denke, dass das eigentlich hier so ein bisschen Wolfskopf werden sollte, wird das alles jetzt ein bisschen, naja, eskaliert mal wieder, erkenntlich. Ja, dann hoffe ich mal, das ganze Thema gefällt euch. Vielleicht inspiriert euch das ja auch. Wie gesagt, ist jetzt nicht das, was ich eigentlich machen wollte, aber ich gucke jetzt einfach mal, was bei dem Ganzen rauskommt. Hier der Zwergenhelm, der hat ja auch so komisch angefangen. Der sah ja am Anfang auch aus wie so ein komischer Normannenhelm. Und ist dann doch noch zu einem Zwergenhelm. Mal gucken, was die aus den Dingern hier jetzt hinkriegen. Ist mal wieder ein bisschen was anderes. Ich hoffe, es gefällt euch. Dann bleibt dran. Wir sehen uns.